Achso, ja, du hörst ein Geräusch. Ich höre ein Geräusch. Ja. Wer hat denn das Drehbuch geschrieben? Ja, es ist auch für mich ganz neu, das Drehbuch. Perfekt. Mach gleich mal einen Take hinterher. Okay. Hallo, willkommen zu unserem kleinen Making-of von Lights and Shadows. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schlage ich vor, dass ihr den jetzt erstmal guckt, denn ich werde definitiv hier im Making-of gleich alles spoilern. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Vor ein paar Wochen kam mir die Idee, dieses Jahr mal wieder einen kleinen Horror-Kurzfilm zu Halloween zu drehen. Also habe ich Patrick angetextet und gefragt, wollen wir dieses Jahr zu Halloween einen Horrorfilm drehen? Worauf Patrick sofort zurückschrieb, ja Mann! 3 weeks later. Okay, damit war nicht zu rechnen. Nun musste noch schnell ein Oscar-verdächtiges Skript her. Wird schon schief gehen. Und schon wurde am gleichen Tag noch gedreht. Wie immer lief alles absolut nach Plan und ohne Probleme. Naja, fast ohne Probleme. It was at this moment that he knew. He fucked up. 2 hours later. Okay, lass mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Und das war's. Leider musste Patrick danach direkt wieder los. Ich habe mich dann direkt an den Schnitt gesetzt und musste leider ziemlich schnell feststellen, dass nicht alle Shots so geworden sind, wie ich mir das gedacht habe. Es gab 4 Probleme zu lösen. Die Schlüsselszene mit dem Killer im Dunkeln war absolut unbrauchbar. Mein Auftritt als Killer wirkte total unspektakulär, weil Schumi auch einfach viel größer ist als ich. Außerdem hatte die Szene nicht genug Wucht für einen Jumpscare. Schumis Reaktion auf den ersten Auftritt des Killers passte nicht im Gesamtkontext zum Film und war viel zu fröhlich und locker. Wir haben nicht chronologisch gedreht, deswegen war uns das auch nicht direkt beim Dreh aufgefallen. Die Szene mit dem Wasserkocher am Anfang war etwas zu kurz geraten. Und ich wollte etwas mehr Ruhe in den Film kriegen, bevor das erste Mal die Lampe draußen angeht. Patrick hatte die nächsten Tage bis zum geplanten Release zu Halloween leider keine Zeit mehr, um nochmal für einen Nachdreh rumzukommen. Also blieb uns nur eine Möglichkeit. Bevor ich natürlich loslegen konnte, brauchte ich noch einige neue Shots, um die missglückten Sachen zu ersetzen. Ich wollte den kompletten Film diesmal in DaVinci Resolve bearbeiten. Also warum nicht auch gleich die Effekte in Fusion basteln? Oh, no, 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 no. 4 Probleme. Die Szene mit dem Killer draußen habe ich einfach nochmal mit Scheinwerfer neu gedreht, so konnte man jetzt auch was erkennen. Den Killer selbst habe ich dann auch nochmal gespielt und das Ganze diesmal aber mit meinem Smartphone in der Greenscreen gefilmt und mich nachträglich dann in das Footage reingesetzt. Für den finalen Jumpscare musste natürlich auch irgendwie was Besseres her, als das, was wir den Abend direkt gefilmt hatten. Also einfach Patrick ausmaskieren und eine neue Aufnahme von mir als Killer jetzt mit Monster anstatt Messer in den Shot eingebaut und das Problem ist gelöst. Am meisten Bauchschmerzen hat mir diese Stelle bereitet. Wir haben 2 Takes gehabt, wie Patricks Figur auf den ersten Jumpscare mit dem Killer reagiert. Leider passte der Anschluss null zueinander und er hat sich auch viel zu schnell erholt oder sogar gelacht bzw. zu locker reagiert. Da ich Patrick aber nicht nochmal filmen konnte bis zum Release des Films, musste ich mir was anderes einfallen lassen. Also habe ich einfach einen nicht verwendeten Take von der Szene etwas später im Film genommen, die zwar nicht in der Küche gedreht war, aber vom Licht her relativ gleich aussah. Ich habe Patrick dann mit dem Rotobrush-Tool in After Effects freigestellt und den Original-Hintergrund getrackt und dann stattdessen ein neues leeres Background-Plate der Küche eingebaut. Aber der spektakulärste Dreh kam erst noch. Zumindest wenn man wie ich eine massive Spinnenphobie hat. Um diesen Part hier noch ein bisschen zu strecken, aber jetzt keinen der Shots irgendwie unnötig lange stehen zu lassen, kam mir die Idee, jetzt noch einen Insert von einer Spinne reinzusetzen, die gerade irgendwie an der Wand lang krabbelt. Hier in unserer Region jetzt zu dieser Jahreszeit eine Spinne im Haus zu finden, ist zum Glück nur eine Sache von Minuten. Oder aus meiner Sicht ein nie endender Horrorfilm. Über der Treppe zum Keller bin ich dann auch recht schnell fündig geworden. Unter Einsatz meines Lebens habe ich dann einige brauchbare Aufnahmen dieses possierlichen Albtraums auf 8 Beinen gefilmt. Leider passte der Hintergrund aber so gar nicht zum Ambiente der Küche. Also habe ich dann schnell noch ein neues Background-Plate der Küche gedreht. Die Spinne hatte zum Glück genug Kontrast zur weißen Decke, dass ich sie ziemlich schnell freistellen konnte. Ich habe dann einfach die beiden Aufnahmen miteinander kombiniert und das Problem war gelöst. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.